Guten Abend zusammen. Willkommen bei Dankecast Deutsch. Ich bin Henry und heute haben wir ein wirklich spannendes Thema für euch. Guten Abend, ich bin Emilia und ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Heute sprechen wir über zwei sehr unterschiedliche Lebensstile. Das Leben am Meer und das Leben in den Bergen. Genau. Das ist ein Thema, das viele Menschen interessiert. Viele träumen davon, irgendwann an einem schönen Ort zu leben. Aber wo ist es besser? Am Meer oder in den Bergen? Das ist wirklich eine gute Frage, Henry. Ich glaube, das hängt von der Person ab. Manche Menschen lieben das Wasser, andere lieben die Berge. Ich zum Beispiel bin in einer Stadt in der Nähe des Meeres aufgewachsen. Oh, wirklich? Und wie war das? Magst du uns davon erzählen? Ja, sehr gerne. Als Kind bin ich fast jeden Tag ans Meer gegangen. Im Sommer war es wunderschön. Das Wasser war warm, der Sand war weich und die Luft roch immer nach Salz und Sommer. Es war ein tolles Gefühl. Das klingt fantastisch. Ich bin übrigens in den Bergen aufgewachsen, in einem kleinen Dorf in der Nähe der Alpen. Das Leben dort war auch sehr schön, aber ganz anders. Interessant. Und bevor wir weitermachen, möchten wir euch etwas fragen. Sagt uns in den Kommentaren, habt ihr schon am Meer oder in den Bergen gelebt? Oder würdet ihr lieber am Meer oder in den Bergen wohnen? Wir sind sehr gespannt auf eure Antworten. Ja, schreibt uns. Wir lesen alle Kommentare. Aber jetzt sprechen wir über die Vorteile des Lebens am Meer. Emilia, du kennst das ja gut. Was sind die größten Vorteile? Der erste und wichtigste Vorteil ist die frische Meeresluft. Die Luft am Meer ist sehr sauber und gesund. Viele Ärzte sagen, dass die Meeresluft gut für die Lunge ist. Außerdem ist das Klima an der Küste oft sehr angenehm. Im Sommer ist es nicht zu heiß und im Winter nicht zu kalt. Das stimmt. Das Meer reguliert die Temperatur. In vielen Küstenstädten ist das Klima das ganze Jahr über sehr mild. Genau. Und dann ist da natürlich der Strand. Man kann am Wochenende einfach zum Strand gehen und sich entspannen. Man kann schwimmen, surfen, spazieren gehen oder einfach in der Sonne liegen. Das ist wirklich schön. Und das Meer ist auch sehr entspannend. Das Geräusch der Wellen ist sehr beruhigend. Viele Menschen sagen, dass sie am Meer viel besser schlafen können. Ja, das stimmt. Als ich am Meer gewohnt habe, habe ich immer sehr tief und ruhig geschlafen. Das Rauschen des Meeres ist wie eine natürliche Schlafmusik. Haha, das ist eine schöne Beschreibung, aber es gibt auch Nachteile, oder? Das Leben am Meer ist nicht immer perfekt. Das stimmt leider. Ein großer Nachteil ist das Wetter. Am Meer kann das Wetter sehr schnell wechseln. Ein schöner, sonniger Tag kann plötzlich zu einem starken Sturm werden. In manchen Küstenregionen gibt es sogar sehr starke Stürme im Herbst und Winter. Und die Luftfeuchtigkeit ist auch ein Thema. Die Luft am Meer ist oft sehr feucht. Das kann für manche Menschen unangenehm sein. Und für Häuser und Möbel ist es auch nicht gut. Das ist leider wahr. Außerdem sind Wohnungen und Häuser am Meer oft sehr teuer. Viele Menschen möchten dort wohnen, deshalb sind die Preise hoch. Das ist ein echtes Problem für normale Familien. Sehr guter Punkt. Und jetzt sprechen wir über das Leben in den Bergen. Das ist meine Welt. Was liebst du an den Bergen, Henry? Oh, das war meine Frage an dich, Henry. Erzähl uns. Haha, natürlich. Also, das Leben in den Bergen ist einfach wunderschön. Die Natur ist atemberaubend. Die großen grünen Berge, die frischen Wälder, die klaren Bäche und Seen. Es ist wie in einem Märchen. Das klingt wirklich schön, aber ist es nicht manchmal einsam in den Bergen? Das kann sein, ja. Aber viele Menschen mögen genau diese Ruhe. In den Bergen hört man keine Autos, keinen Lärm der Stadt. Man hört nur die Vögel, den Wind und das Wasser eines Baches. Das ist wirklich wunderbar. Ich verstehe das. Manchmal braucht man diese Stille. Besonders wenn man in der Stadt gearbeitet hat und gestresst ist. Genau. Und die Luft in den Bergen ist fantastisch. Sie ist sehr frisch, sauber und klar. Man atmet tief ein und fühlt sich sofort besser. Viele Menschen gehen deshalb in die Berge zur Erholung. Das stimmt, die Bergluft ist bekannt dafür, sehr gesund zu sein. Früher haben Ärzte sogar empfohlen, in die Berge zu gehen, wenn man krank war. Ja. Und dann sind da die vielen Aktivitäten. Im Winter kann man Skifahren und Snowboard fahren. Im Sommer kann man wandern, klettern und Mountainbike fahren. Die Berge bieten das ganze Jahr über wunderbare Möglichkeiten. Das klingt sehr aktiv. Ihr Deutschen liebt das Wandern, oder? Das ist doch typisch deutsch. Haha, ja. Wandern ist in Deutschland sehr beliebt. Aber nicht nur in Deutschland. Überall in Europa lieben die Menschen das Wandern in den Bergen. Und es ist auch sehr gesund. Und wie ist das Gemeinschaftsleben in kleinen Bergdörfern? Ich habe gehört, dass die Menschen dort sehr eng zusammenleben. Das ist absolut wahr. In kleinen Bergdörfern kennt jeder jeden. Die Nachbarn helfen sich gegenseitig. Es gibt viele Traditionen und Feste. Das Gemeinschaftsgefühl ist sehr stark. Das klingt sehr schön. Und jetzt haben wir eine Frage für unsere Zuschauer.
Wenn ihr für ein Jahr entweder am Meer oder in den Bergen leben müsstet, was würdet ihr wählen? Schreibt eure Antwort in die Kommentare und erklärt warum. Ja, das ist eine tolle Frage. Ich bin sehr gespannt. Aber natürlich hat das Leben in den Bergen auch Nachteile. Wir müssen ehrlich sein. Stimmt. Was sind die größten Nachteile des Lebens in den Bergen, Henry? Der erste und vielleicht größte Nachteil ist die Isolation. Kleine Bergdörfer sind oft weit entfernt von großen Städten. Das bedeutet, man muss lange fahren, wenn man ins Krankenhaus muss oder einkaufen gehen will. Das ist ein wichtiger Punkt. Wenn man krank ist oder ein Notfall passiert, kann das ein großes Problem sein. Genau. Und im Winter kann das noch schwieriger sein. Die Straßen können wegen Schnee und Eis sehr gefährlich sein. Manchmal sind kleine Dörfer für mehrere Tage abgeschnitten. Oh, das klingt wirklich herausfordernd. Und was ist mit dem Wetter in den Bergen? Das Wetter in den Bergen kann sehr unberechenbar sein. Im Sommer kann es morgens sehr schön sein, aber nachmittags kommt plötzlich ein starkes Gewitter. Man muss immer gut vorbereitet sein. Und viele junge Menschen verlassen die Bergdörfer und ziehen in die Stadt. Sie suchen bessere Jobs und mehr Möglichkeiten. Das ist ein großes Problem für viele kleine Dörfer. Leider ja. Aber jetzt eine Frage an dich, Emilia. Wenn du zwischen dem Leben am Meer und dem Leben in den Bergen wählen könntest, was würdest du wählen? Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich bin am Meer aufgewachsen, also liebe ich das Meer sehr. Aber je mehr ich über die Berge höre, desto mehr interessieren sie mich auch. Ich glaube, ich würde im Sommer in den Bergen leben und im Winter am Meer. Ist das eine faire Antwort? Haha, du willst das Beste aus beiden Welten. Sehr clever. Ich würde wahrscheinlich immer in den Bergen bleiben. Das Meer ist schön für den Urlaub, aber mein Herz gehört den Bergen. Das ist süß, Henry. Du bist ein echter Bergmensch. Und jetzt sprechen wir über etwas sehr Interessantes. Heutzutage können viele Menschen von zu Hause aus arbeiten. Das nennt man Homeoffice oder Remote Work. Das hat alles verändert. Absolut. Seit einigen Jahren arbeiten viele Menschen von zu Hause. Das bedeutet, sie können überall wohnen. Viele haben die Stadt verlassen und sind ans Meer oder in die Berge gezogen. Ja, ich habe von vielen Menschen gehört, die ihr Leben komplett verändert haben. Sie haben ihre teure Stadtwohnung aufgegeben und sind in ein kleines Dorf gezogen. Und sie sagen, sie sind viel glücklicher jetzt. Das glaube ich gut. Wenn man die Möglichkeit hat, von überall zu arbeiten, warum sollte man dann in einer teuren, lauten Stadt wohnen? Das Leben in der Natur ist so viel schöner und gesünder. Da stimme ich dir vollständig zu. Aber es gibt auch Menschen, die die Stadt lieben und niemals aufs Land ziehen würden. Das ist auch völlig in Ordnung. Jeder Mensch ist anders. Natürlich, es gibt keine richtige oder falsche Antwort. Manche Menschen brauchen die Energie der Stadt, andere brauchen die Ruhe der Natur. Und was braucht ihr? Schreibt es uns in die Kommentare. Ich möchte noch etwas über die Gesundheit sagen. Sowohl das Leben am Meer als auch das Leben in den Bergen hat viele gesundheitliche Vorteile. Die frische Luft, die Natur, die körperliche Aktivität, all das ist sehr gut für Körper und Geist. Ja, das ist wahr. Das Schwimmen im Meer ist fantastisch für die Gesundheit und das Wandern in den Bergen ist auch sehr gut. Es ist ein Training für das Herz, die Lungen und alle Muskeln. Und die mentale Gesundheit ist auch wichtig. Das Leben in der Natur, weg vom Stress der Stadt, ist sehr gut für die Seele. Man hat weniger Stress, schläft besser und ist allgemein entspannter. Das ist so wichtig heutzutage. Viele Menschen leiden unter Stress und Burnout. Ein Leben am Meer oder in den Bergen kann wirklich helfen. Gut gesagt, Henry. Und zum Schluss möchte ich noch etwas sagen. Ob man am Meer oder in den Bergen lebt, das Wichtigste ist, dass man glücklich ist. Da hast du absolut recht, Emilia. Das Glück kommt von innen. Aber die Umgebung, in der wir leben, kann uns sehr dabei helfen, dieses Glück zu finden. Wunderschön gesagt. Und jetzt, liebe Zuschauer, haben wir eine letzte Frage für heute Abend. Wenn ihr überall auf der Welt leben könntet, wo würdet ihr wohnen und warum? Am Meer, in den Bergen, in einer Stadt oder vielleicht auf einer Insel? Schreibt es uns. Oh, das ist eine fantastische Frage. Ich würde mich für ein schönes Haus in den Alpen entscheiden, mit einem großen Garten und einem Blick auf die Berge. Was für ein Traum. Ich glaube, ich würde ein kleines Haus direkt am Strand wählen, wo ich jeden Morgen mit dem Geräusch der Wellen aufwachen kann. Das wäre mein Paradies. Haha, wie erwartet. Wir sind wirklich sehr unterschiedlich. Aber das macht unsere Gespräche so interessant, oder? Absolut. Und genau das macht Dankecast Deutsch so besonders. Wir haben echte Gespräche über echte Themen. Und wir lernen zusammen Deutsch auf eine natürliche Art. Genau. Für alle, die Deutsch lernen. Macht euch keine Sorgen, wenn ihr noch nicht alles verstanden habt. Hört die Episode noch einmal. Wiederholen ist der Schlüssel zum Lernen. Das ist ein sehr guter Tipp, Henry. Also, liebe Zuschauer, hört Dankecast Deutsch regelmäßig. Jeden Tag ein bisschen üben,
macht einen großen Unterschied. Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, damit ihr keine neuen Episoden verpasst. Wenn euch diese Episode gefallen hat, gebt uns bitte einen Daumen hoch. Das hilft uns sehr und motiviert uns weiterzumachen. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ihr seid die beste Community auf YouTube. Absolut, wir lieben euch alle. Gute Nacht und auf Wiedersehen. Gute Nacht zusammen. Bis zum nächsten Mal bei Dankecast Deutsch. Tschüss. Tschüss und schlaft gut, bis bald.